Keine Sorge, ich werde euch nicht lange aufhalten und auch gleich zu Andreas weiterleiten. Ich habe nur eine ganz kurze Anmerkung. Ganz am Anfang seines Videos geht er hier unten auf das kleine Pfeilchen und klickt dann weiter hier links auf Aktienscreener. Falls das bei euch wie bei mir hier nicht mehr zu sehen sein sollte, klickt ihr hier auf der rechten Seite bitte auf das Screener-Symbol und seid dann auf der gleichen Seite wie er. Und jetzt viel Spaß mit Andreas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer TradingView-Serie. Ich bin Andreas von Börse & Co. einfach erklärt und heute soll es um das Thema TradingView Aktienscreener drehen. Aktien habe ich mal in Klammer gesetzt. Warum? Weil TradingView natürlich unterschiedliche Screener beinhaltet, nicht nur für Aktien, sondern auch für andere Assets, was wir aber gleich sehen werden. Wie kommen wir überhaupt zum Screener? Wir haben zum einen die Möglichkeit, dieses Untermenü hier zu öffnen, hier den Aktienscreener. Jetzt bekommen wir den Hinweis, dass das hier noch der alte Screener ist, der hinterlegt ist. Der 2.0 ist ja schon seit längerer Zeit gelauncht. Deshalb können wir einfach hier auf diesen Verweis klicken und dann wird der aktuelle, der neue Screener geöffnet. Dann hier oben rechts das Overlay in Split View versetzen. Das heißt, ich klicke einmal drauf und jetzt habe ich einen zweigeteilten Bildschirm. Ja, da können wir es hier wieder nach unten ablegen. Wenn ich jetzt eine Aktie anwählen würde, dann würde die hier im Chart-Bereich eben dargestellt werden. Vor allem natürlich für die Nutzung, wenn man eben mit dem Tablet unterwegs ist oder mit dem Handy. Ich mache den Großteil über den PC. Und da gehe ich anders vor. Da haben wir zum einen mal die Möglichkeit, hier oben über das Account-Icon einmal draufklicken, Startseite, wird uns die angezeigt unter Produkte, Screener, wo ich jetzt den jeweiligen Screener wählen könnte, den ich haben möchte, in dem Fall den Aktien-Screener. Und noch die dritte Version, wenn man sich TradingView auf den Desktop installiert hat, dann geht es am charmantesten. Ich gehe hier einfach auf ein neues Tab, bekomme hier unten Vorschläge für Screener, gehe auf Aktien und bin ebenfalls jetzt wieder im Aktienscreener. Falls ich noch keine Erfahrungen mit Aktienscreenern oder Screenern im Allgemeinen habe, dann kann man gerne auch hingehen, hier öffnen, Screen öffnen. Hier oben sehen wir jetzt die ich selbst angelegt habe. Und hier unten unter beliebte Bildschirme, da sind bereits Vorlagen drin, die von TradingView schon zur Verfügung gestellt werden. Ja, man sieht ja anhand der Überschriften, welche Themen da vorrangig höchste Bargeldmenge, nah an neuen Hochs und unterbewertet, ja, meist kapitalisiert. Dann nehmen wir doch einfach mal das, schauen hier rein. So, sehen wir, okay, da sind jetzt Werte drin, Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung aus dem deutschen Markt. Sehen hier bei diesem Filter ist etwas eingestellt, nämlich über 10 Milliarden. Also genau den Punkt, den auch, sagen wir, die Überschrift ausgewiesen hat. Ihr könnt euch die Vorlagen durchschauen, aber natürlich können wir auch hingehen und können uns einfach einen eigenen bauen. Wir gehen wieder hier auf das Menü, sagen einen neuen Screen erstellen. Wir benennen ihn, sagen wir jetzt mal Test, stellen. Und jetzt können wir da nach eigenem Ermessen schalten und walten, wie wir wollen. Wir ändern jetzt einfach mal für diesen Test Deutschland ab in USA. Und jedes Mal, wenn wir hier was bei diesen Filtern ändern,
sollte man speichern. Denn ansonsten, wenn wir TradingView schließen und wieder öffnen, sind diese Ergebnisse oder diese Filter, die wir geändert haben, nicht gespeichert. Also ihr habt gesehen, jedes Mal, wenn die Wolke hier auftaucht. Wir sehen jetzt hier oben sämtliche Filter, die uns hier angezeigt werden. Und zwar werden uns diese Dinge in unterschiedlichen Ansichten präsentiert. Einmal in der Übersicht, einmal bezogen rein auf die Performance. Ja, sehen wir das Asset gemacht in den unterschiedlichen Zeitintervallen. Wir könnten nach Dividenden schauen, Gewinn- und Verlustrechnung, persönlichen Vorlieben einfach die einzelnen Punkte sich anzuschauen und zu filtrieren. Wir können unter anderem einen Preis einstellen. Ja, zurück in die Übersicht. Wir können aber nicht einfach nur einen Preis definieren. Es könnte ja sein, nein, wir wollen jetzt einen Preis und wir wollen aber zugleich eben eine Aktie mit Momentum rausziehen. Dann könnten wir wunderbar zum Beispiel das mit dem EMA verknüpfen. Ja, also das gleiche wie der Moving Average, nur mit dem Unterschied, dass die letzten Kerzen etwas stärker gewichtet werden. Und wenn wir das jetzt anwählen, dann werden uns nur jene Werte angezeigt, die im 50 liegen. Wir können auch mittels der manuellen Einrichtung sagen, ich will nicht den 50er, sondern ich bin etwas langfristiger aufgestellt. Ich nehme den 200er. Schauen, aktuell haben wir 4823 Werte. Wir gehen jetzt auf Anwenden und dann merken wir, ja, da sind schon ja, 1300 sind rausgeflogen, da sich diese Werte im Moment nicht über dem 200er MA oder EMA eben bewegen. Wie können wir was zufügen? Wie können wir was entfernen? Bei jedem Punkt sehen wir, wenn wir aufmachen, haben wir hier unten entfernen. Wenn ich draufklicke, dann ist diese Spalte hier nicht mehr existent. Wir können etwas hinzufügen, indem dass wir hier auf dieses Plus gehen. Und jetzt sehen wir, wir haben, der wo noch nichts mit Screenern zu tun hatte, ja, der kann hier wirklich eine Menge Zeit verbringen. Ja. Also da, ja, Grillparty, was weiß ich nicht, ja, und sich gemütlich hinsetzen und dann vielleicht mal durchschauen. Denn man wird sich wundern, ja, auch als, ich sage jetzt mal, als Beginner, als Neuanfänger, wird man doch schnell feststellen, dass es da durchaus interessante Dinge gibt, die man schon als Unwissender sagt, doch, das ist für mich wichtig und dann soll man das auch reinziehen. Aber dazu ist natürlich erstmal das Doing angesagt, mal zu gucken, hey, was ist denn da so alles drin? Wir werden sicherlich in den zukünftigen Tutorials noch das ein oder andere erklären, aber natürlich sehr wahrscheinlich nicht jeden einzelnen Punkt. Deshalb experimentiert, schaut nach, macht es euch gemütlich, probiert aus, tauscht euch mit anderen aus. Ja, sage ich, ist im Bereich des Tradings immer wichtig, interessant und hilfreich. Ähm, für die Versierten von euch, ja, die müssen vielleicht gar nicht lange suchen, die wissen vielleicht, welchen Filter. Ja, jetzt sage ich einfach mal zum Beispiel, ich möchte bestimmen, an welcher Börse. Ja, dann suche ich einfach Börse, nehme den Filter, ich wähle an. So, und welche Filter nehme ich jetzt? Ja, dann, ja, komm, nehmen wir doch einfach mal Nasdaq, klicke ins Leere und jetzt sehe ich, jetzt habe ich noch 777 übrig. Das heißt, ich kann jetzt hier immer weiter Filter hinzufügen. Ich kann die Filter entfernen. Ich kann ebenso hingehen und kann die Spalten, die ich hier angezeigt bekomme, beliebig
in der Reihenfolge verschieben der Maus oder aber auch, wenn ich aufklicke, sehen wir, ich kann aufsteigend und absteigend sortieren. Ich kann das Ganze nach links, rechts verschieben, also wie mit der Maus oder direkt an den Anfang, ans Ende. Und ich kann es auch hier entfernen. Ja. Während, wenn ich aber jetzt beim Volumen reingehe, dann sehe ich ziemlich die gleichen Auswahlmöglichkeiten, aber auch hier habe ich wieder eine Spalteneinstellung. Machen wir mal auf. Und jetzt sehen wir, das Volumen, das wir angezeigt bekommen, bezieht sich auf einen Tag. Jetzt möchte aber das Volumen nicht von einem Tag, sondern von einer Woche. Dann sage ich, okay, eine Woche anwenden. Also dementsprechend auch bei den einzelnen Spalten reingehen und sich anschauen, habe ich hier noch quasi einen Filter zur Feinjustierung, falls ja, was kann ich denn auswählen und dementsprechend bei Bedarf abändern oder eben nicht. Wenn wir was geändert haben und wollen es behalten, wie schon benannt, dann speichern wir. Wir haben des Weiteren die Möglichkeit, hier oben bei diesem kleinen Zahnrad Einstellungen vorzunehmen. Ja, also ich sage jetzt mal, diese Punkte, die habe ich eigentlich generell aktiv. Was noch zu erwähnen ist, ist die automatische Aktualisierung. Die steht meistens auf Aus. Ja, ich stelle sie dann doch hier auf eine Minute. Dann bekomme ich hier angezeigt, okay, in 56 Sekunden wird die Ansicht wieder aktualisiert und dann können sich natürlich hier die Reihenfolgen wiederum schieben, wenn ich zum Beispiel in Veränderung bin, aufsteigend, absteigend oder wie auch immer. Wir haben die Möglichkeit, wenn wir hier nicht irgendwelche Komplettscreen wollen, sondern einfach unsere eigene Watchlist, dann können wir die hier auswählen. Ja, entweder jene Watchlist, die mit den Farben markiert sind oder die anderen, die wir per Namen erstellt haben. Klicken einmal drauf, dann sehen wir, hoppla, was ist? Da taucht jetzt nichts auf. Naja, ganz einfach. Unsere Filter, die wir aktiviert haben. Zur Watchlist ist nichts drin, was zu dem Filter passt. Deshalb sehen wir nichts. So, wie wir das beheben? Einen Moment, denn da ist er wieder. Daumen hoch und natürlich den Kanal abonnieren. Nutzt die Kommentarfunktion exzessiv. Wir freuen uns drüber. Wir wollen wachsen und wir wollen natürlich weiterhin interessanten Content für euch bieten. Deshalb sind wir auf eure Unterstützung, auf eure Hilfe angewiesen und dementsprechend dankbar. Und wieder zurück zum Doing. Ja, jetzt wollen wir unsere Watchliste sehen. Also, was machen wir? Komm, dann gehen wir doch einfach mal hin. Dann setzen wir jetzt einfach mal die ganzen Filter zurück. Ja, die gesamte Welt. So, und jetzt sehen wir ausschließlich jene Werte, die in dieser Watchlist sind, ja, und könnten jetzt innerhalb unserer Watchlist, die wir uns vielleicht schon zusammengestellt haben, da haben wir vielleicht schon manches separiert, ja, nach unserem Gutdünken, nach unseren Präferenzen und können jetzt gucken im Detail, in der Detailanalyse, welchen Wert wollen wir uns denn da rauspicken. Wir können ebenso hingehen und können hier umswitchen auf Chartansicht. Jetzt haben wir die ganzen Werte, von den ganzen Werten einfach nur den Chart. Ja, wenn wir sagen, nee, wir wollen da jetzt nicht wegen Zahlen oder fundamental, sondern wir wollen jetzt einfach mal die Charts miteinander vergleichen. Wir können hier bei Auto anwählen, entweder Auto oder Benutzer definiert. Wenn ich zum Beispiel nur einen Chart über den gesamten Bildschirm haben wollte, hier in der Reihe, ja, da sehen wir schon, ne, das ist jetzt doch ein bisschen arg gestreckt. Also packen wir noch eine zweite dazu, bis maximal 16 Stück können wir uns jetzt hier auf diesem Bildschirm anzeigen lassen. Zurück auf Auto. Wir können entscheiden, wollen wir es uns als Balken, als Kerzen zeigen lassen, als Linie. Standardeinstellung ist meistens die Fläche.
Und dann natürlich das Timeframe. Ja, was haben die Dinger in einem Monat gemacht? Sehen wir natürlich auch schon anhand einfach von der farblichen Darstellung. Ja, okay, innerhalb von einem Monat hat dieses Asset, die Meta, ne, ist nach unten gegangen, während die Tesla, ja, die konnte sogar wieder ein Stück ansteigen. Also wir sehen schon anhand der Farbe, was hat der jeweilige, das jeweilige Asset in diesem Zeitintervall jeweils gemacht. So, damit hätten wir auch schon die Grundbedienung des Screeners. Die anderen Screener sind ähnlich in der Bedienung. Sie haben natürlich andere Filtermöglichkeiten. Ja, klar, bei Kryptowährungen sind andere Punkte, stellenweise andere Punkte, die wir filtern, wie jetzt bei Aktien. Aber die Grundbedienung an sich ist die gleiche. Ihr könnt hier oben noch umbenennen. Ihr könnt die Bildschirmergebnisse exportieren. Ja, also Form einer Liste, sodass man sie irgendwo anders reinladen kann. Ihr könnt es als Excel oder als Google Sheet ausgeben. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen, das ihr vielleicht noch nicht gekannt habt. Ich war halbwegs unterhaltsam für euch. Freue mich aufs nächste Mal. Lasst es euch gut gehen. Eine gute Zeit, gute Trades bis zur nächsten Folge. Dankeschön und bis bald.